Hallo und herzlich willkommen. Kennt ihr das? Der Wecker klingelt viel zu früh. Draußen ist es noch dunkel und das warme Bett fühlt sich plötzlich wie der gemütlichste Ort der Welt an. Aber für manche Menschen beginnt genau jetzt eine wichtige Mission. Heute begleiten wir eine Lehrerin durch ihre Morgenroutine. Von den ersten verschlafenen Minuten bis zum Klingeln der Schulglocke. Also, legen wir los. Es fängt eigentlich immer gleich an, oder? Der Wecker klingelt. Einmal, zweimal, vielleicht sogar ein drittes Mal. Für einen kurzen Moment findet dieser kleine innere Kampf statt. Noch 5 Minuten schlafen oder aufstehen? Ich wette, diesen Kampf kennt jeder. Für unsere Lehrerin gibt es heute allerdings keine Zeit zu verlieren. Irgendwo warten schon 20 neugierige Schülerinnen und Schüler auf ihren Unterricht. Also gut, die Decke wird zurückgeschlagen. Die Füße berühren den kalten Boden. Die Mission beginnt. Der erste Stopp? Natürlich das Badezimmer. Kaltes Wasser im Gesicht. Ein kurzer Blick in den Spiegel. Die Müdigkeit ist noch da, aber langsam kommt die Energie zurück. So. Und jetzt kommt einer der wichtigsten Momente des Morgens. Seid ihr bereit? Der Kaffee. Für viele Menschen ist er einfach nur ein Getränk. Für unsere Lehrerin ist er eher ein treuer Begleiter. Während die Kaffeemaschine leise vor sich hin arbeitet, beginnt im Kopf schon die Planung für den Tag. Welche Klasse kommt zuerst? Gibt es heute einen Test? Hat wirklich jeder die Hausaufgaben gemacht? Mit der heißen Tasse in der Hand fühlt sich plötzlich alles etwas leichter an. Die Welt wirkt freundlicher. Die Energieanzeige steigt langsam von 0 auf vielleicht 30%. Noch nicht perfekt, aber deutlich besser. Okay, die nächste Etappe wartet bereits. Der Kleiderschrank. Und glaubt mir, auch hier muss eine Entscheidung getroffen werden. Nicht zu schick, nicht zu sportlich. Bequem, aber trotzdem professionell. Eine kleine Herausforderung, die jeden Morgen aufs Neue gelöst werden muss. Nach ein paar Minuten steht das Outfit fest. Perfekt. Weiter geht's. Jetzt kommt die Frühstücksphase. Manche Menschen nehmen sich viel Zeit dafür. Andere essen nur schnell ein Brötchen. Unsere Lehrerin wirft einen Blick auf die Uhr und merkt sofort, die Zeit läuft schneller als gedacht. Kennt ihr dieses Gefühl? Man denkt, man hätte noch ewig Zeit und plötzlich muss alles ganz schnell gehen. Ein letzter Blick auf den Stundenplan. Sind die Arbeitsblätter dabei? Die roten Stifte? Der Schlüssel für das Klassenzimmer? Und genau hier beginnt die tägliche Schatzsuche. Die Tasche wird geöffnet. Noch einmal kontrollieren. Arbeitshefte? Da. Notizbuch? Da. Laptop? Auch da. Perfekt. Alles bereit für den Tag. Mit der Tasche über der Schulter geht es schließlich zur Haustür. Die frische Morgenluft wartet bereits draußen. Die Straßen sind noch ruhig. Die Stadt wacht langsam auf. Und während andere Menschen gerade erst ihren ersten Kaffee trinken, ist unsere Lehrerin schon auf dem Weg zu ihrer nächsten Aufgabe. Doch der Schultag selbst ist noch eine ganz andere Geschichte. Als sie schließlich das Schulgebäude erreicht, ertönt in der Ferne bereits die erste Glocke. Die Mission Morgenroutine ist erfolgreich abgeschlossen. Und das ist vielleicht das Interessante daran. Klar, es war nur ein ganz normaler Morgen. Nichts Spektakuläres, keine großen Abenteuer. Aber genau diese kleinen Routinen geben dem Tag Struktur. Sie helfen uns, vorbereitet in den Tag zu starten. Und manchmal fühlt sich schon das wie ein kleiner Erfolg an. Deshalb eine Frage an euch. Was ist der wichtigste Teil eurer Morgenroutine? Der Kaffee? Das Frühstück? Oder vielleicht die berühmten 5 Minuten extra im Bett?